Einen sehr frühen guten Morgen. Es war der 7. August 2017 um 2:30 Uhr, wo ich zu einer Bergtour aufbrach. Mein Ziel wird heute die Zugspitze sein. Vor mir liegt der Ort Hammersbach, von dort geht es dann über das Höllental immer bergauf. Hier habe ich den Mantele-Brunnen erreicht, der erstmal für eine Erfrischung sorgt, denn der Tag soll noch sehr heiß werden. Dann geht es weiter mit der Taschenlampe in der Hand durch den dunklen Wald. Hier muss ich schon mal ein kleines Flussbett überqueren. Um 3:40 Uhr bin ich auch schon an der Höllentalklamm angekommen. Hier ist ein kleines Museum und hier geht der Weg auch gleich weiter durch die Klamm. Dann haben wir erstmal einen Tunnel. Hier geht es auf einer Holzbrücke weiter. Und wie man sehen kann, sind auch ab und zu Treppen, die den Weg nach oben leiten. Das Wasser hier macht auch einen ganz schönen Krach. Hier haben wir ein kleines Fenster. Dann geht eine Brücke auf die andere Seite. Hier sieht man auch, wie sich das Wasser durch den Spalt presst. Weiter geht es durch einen Tunnel. Wer die Klamm durchqueren will, sollte sich echt eine Regenjacke anziehen, sonst könnte man etwas nass werden. Hier gibt es einen inneren und äußeren Weg. Hier läuft das Wasser nur so die Wand runter. Das hier ist echt wie in einer Tropfsteinhöhle. Überall kommt das Wasser durch den Fels.
Hier ist ein Schild Achtung Steinschlag. Nur gut, dass ich meinen Helm gerade auch aufhabe. Jetzt habe ich den oberen Teil der Klamm erreicht. Und weiter geht es immer den Weg weiter hinauf. Dann ist hier wieder mal eine Brücke, die über das Flussbett führt. Hier ist ein kleiner Wasserfall und nochmal einen Blick zurück. 5:25 Uhr und da ist auch schon die Höllental-Angerhütte. Von dort geht es dann auch gleich weiter, natürlich immer bergauf. Hier kann man jetzt gut das Alpenglühen sehen. Mühselig geht es jetzt schon voran. Dabei habe ich noch nicht einmal die 2000 Meter Grenze erreicht. Jetzt kommt mein persönlicher Sonnenaufgang. Jetzt sind auch schon viele Leute unterwegs. (7:10 Uhr), jetzt bin ich an der sogenannten Leiter, wo der Weg erstmal senkrecht nach oben geht. Vor mir hat sich schon ein regelrechter Stau aufgebaut. Aber da ich bei dieser Höhe schon etwas mit der schmalen Luft zu kämpfen hatte, war das mit den kleinen Wartepausen sehr ideal.
Vor mir kommt jetzt das sogenannte Brett, wo man eine Felswand queren muss. Höhenangst sollte man hier wirklich nicht haben. So, geschafft. Hier nochmal ein Blick zurück. Und weiter geht's. Wie sagt man so schön, bei vielen Leuten braucht man den Massen nur nachlaufen. Aber was ist, wenn der Erste den Weg verfehlt hat? Dann laufen alle falsch, denn das ist gerade passiert. Aber was soll's? Von sowas lasse ich mich nicht abschrecken, also nehme ich eben mal einen anderen Weg. Denn ich würde sagen, die Leute vor mir hatten mehr Probleme als ich, um hier hochzukommen. Nach der kleinen Klettereinlage habe ich natürlich den Weg auch wieder gefunden. Ja, da oben will ich heute noch hin. Sieht noch ganz schön weit aus. Da sieht man auch schon den Gletscher, denn den muss ich dann auch noch überqueren. Aber bis dahin liegt noch ein Stückchen Weg vor mir. Hier sieht man schon den Einstieg in den Klettersteig, aber bis dahin muss ich das Geröllfeld vor mir noch passieren. Für mich ist das auch was Neues. Ich habe noch nie einen Gletscher von nahen gesehen und überquert habe ich natürlich sowas auch noch nie. Mal sehen, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nachdem ich dann erstmal eine Pause gemacht hatte, wird es dann ernst, die erste Gletscherüberquerung.
Das hier geht doch ganz schön steil nach oben. Aber runter möchte ich hier nicht wieder gehen, denn das ist hier ganz schön glatt. Hier stehe ich gerade vor einer Gletscherspalte, die ich jetzt erstmal umgehen muss. Nicht mehr weit, ich sehe schon den Einstieg in den Klettersteig. Hier heißt es mal wieder, anstehen bis man dran ist. Aber ich als DDR-Bürger kenne das ja noch. Und dann ist es soweit. Jetzt bin ich endlich dran. Kneifen ist jetzt nicht mehr. Wie heißt das so schön? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ein bisschen Höhe hat das jetzt schon. Jetzt ist es kurz nach 12 Uhr und ich habe erst 2500 Höhenmeter geschafft. Da liegen ja nur noch 400 Höhenmeter vor mir. Also quäle ich mich weiter nach oben. Wenn die immer sagen, Schwindelfreiheit sollte man haben. Und was soll ich jetzt machen, wenn es mir jetzt schwindlig ist? Hier genau ist das Problem. Kein Drahtseil mehr, es ist sehr hoch und die Höhenluft bekommt mir nicht sehr gut. Also krieche ich an dieser Stelle teilweise auf allen Vieren, bis ich wieder das Drahtseil erreiche. Geschafft. Ab hier geht es gesichert weiter.
Auch wenn der Klettersteig kein schwerer ist, aber man hat an dem Seil immer einen sicheren Stand. Das hier ist eine ganz schön steile Wand, die da von den Gletschern nach oben führt. Und hier geht es auf Eisen weiter nach oben. Stück für Stück quäle ich mich jetzt weiter nach oben. Die Sonne brennt jetzt auch stark in dieser Höhe. So, jetzt brauche ich wieder mal eine kurze Pause. Aber ich bin nicht der Einzige hier, den die Luft und die Sonne nicht so richtig bekommt. Man trifft Leute, die noch langsamer unterwegs sind wie ich, und wiederum gibt es welche, denen das gar nichts ausmacht. Nur an dieser Stelle hier gehen mir auch langsam die Wasservorräte aus. Und die Sonne brennt weiter vor mir. Wie schön!
Hier kann man wunderbar den Eibsee sehen. Hier quere ich jetzt eine Scharte und dann geht's weiter zum letzten Felsanstieg. In dieser Rinne hält sich der Schnee immer sehr lange, aber im August ist es dann nicht mehr so. An den 2 Pinnen ist dann der Ausstieg vom Klettersteig, links geht's zum Jubiläumsgrat und rechts zum Gipfel. Die letzten Meter folgen jetzt. Leider musste ich hier noch etliche kurze Pausen machen. Ich merke jetzt echt die Höhe. So, jetzt heißt es Stau bis zum Gipfel. Bis zum 7. Schwierigkeitsgrad geklettert. Matterhorn. Das war total einfach, weil wir schwierigere Tore gemacht haben. Jetzt, wenn man älter wird und lange nichts mehr gemacht hat, ist man ein bisschen leicht. Ja, aber die Erfahrung, Ja, die nimmt man halt mit, ne? und je mehr das man macht, umso ruhiger und sicherer wird man. Und da haben wir es, das Gipfelkreuz der Zugspitze. Jetzt schaue ich mich noch auf der Plattform etwas um, bevor es dann wieder nach unten geht. Und jetzt geht es erstmal mit der Seilbahn eine Etage tiefer.
Noch ein paar letzte Fotos, zu mehr habe ich jetzt nicht mehr Lust. Leider gab es wegen des großen Ansturms der Touristen nur noch Platzgarten für die Zahnradbahn und ich musste jetzt über eine Stunde noch warten. Und eine halbe Stunde wurde es dann noch mehr, weil mein Zug dann noch ausfiel. Aber dann war es endlich soweit und es ging mit der Zahnradbahn wieder nach unten. So, jetzt bin ich schon wieder an der Station vom Eibsee. Von dort geht es dann gleich weiter wieder zurück nach Hammersbach, wo auch mein Startpunkt war. Dann verabschiede ich mich erstmal wieder. Bis zum nächsten Video, euer Matthias.